ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich eine Frage beantworten, die mir schon so häufig gestellt wurde. Und es ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist in einem kurzen Video, aber ich hoffe, ich krieg's hin. Und zwar, welche Stiftemarke oder welche Stifte benutze ich persönlich am liebsten? Um ehrlich zu sein, ich kann es gar nicht so genau sagen. Da spielen einfach so viele Faktoren mit rein, wie zum Beispiel die Farbtöne, die ich in dem Bild benutzen möchte, wie detailreich das Bild ist, welches Papier oder in welchem Buch ich male, wie viel ich blende, beziehungsweise wie viel Zeit ich in das Bild investieren möchte. Ich denke, ich staffel einfach mal die Antwort je nach Punkt. Fangen wir mit den Farbtönen an. Hier hinter mir sind meine Farbtabellen. Ich habe das 120er Polychromo Set. Ich habe das 132er Prismacolor Set. Und ich habe ein Sammelsurium an verschiedenen kleinen Stiftesets bzw. Einzelstiften. Was die Farbauswahl angeht, muss ich sagen, dass ich am häufigsten zu den Prismacolor greife. Weil die Prismacolor, ich habe von ihnen einfach das größte Set. Das heißt, ich habe mehr Farben, von denen ich wählen kann. Und die Prismacolors haben einfach eine für mich echt schöne Farbauswahl. Ein paar Farbtöne, wie zum Beispiel hier diese hellen Blautöne, sind für mich doppelt. Hier diese 3 dunklen Rottöne oder sogar der 4. hier sind sehr, sehr ähnlich. Das finde ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz sind es echt schöne Farben, die ich gerne benutze. Und wenn es um Farbtöne geht, dann sind die Prismacolor mein Go-To-Set, wo ich gerne dazu greife. Geht es um Farbharmonien, also um Farben, um 3, 4, 5 Farben, die zusammenpassen müssen, dann greife ich gerne zu den Polychromos, weil manche Farbtöne sehr, sehr ähnlich sind, aber leichte Nuancenunterschiede haben. Das heißt, ich kann sehr gut eine Farbe in die andere blenden und somit sehr schöne Übergänge hinbekommen. Bei den Blautönen zum Beispiel sind die Unterschiede sehr fein, zwischen den beiden hier zum Beispiel, aber sie sind doch da und trotzdem sind es zwei unterschiedliche Farben, die man sehr schön miteinander blenden kann, um einen Gradienten zum Beispiel hinzukriegen. Und da sind die Polychromos meine Favoriten. Also Platz 1 Prismacolor, Platz 2 Polychromos, was die Farbtöne angehen. Jetzt kommen wir zum Detail. Wenn es um detaillierte Bilder geht, sind ganz klar die Polychromos, ich schiebe mal hier hinten hin, hier sind die Polychromos, sind auf Platz 1 bei mir, was das Detailmalen angeht. Sie verlieren nicht schnell ihre Spitze, sie brechen nicht schnell, man muss sie also selten anspitzen, man kann sehr, sehr fein malen, ohne dass die Spitze einem wegkrümelt. Finde ich klasse. Sind auch schöne Farben und für Detailarbeiten richtig gute Stifte. Platz 2 belegen für mich die Caran d'Ache Luminance. Die sind den Prismacolors sehr, sehr ähnlich. Allerdings sind sie härter und brechen nicht so schnell,
wenn man sie spitz anspitzt, muss man schon darauf achten, nicht so viel Druck auf die Spitze auszuüben, weil sie doch krümelt. Aber sie blenden halt ein bisschen cremiger als die Polychromos, aber nicht so cremig wie die Prismacolors. Also was Detail angeht, sind die Polychromos bei mir auf Platz 1 und die Luminance auf Platz 2. Platz 3 belegen bei mir die Pablos. Ich glaube das 36er Set oder das 32er Set, irgendwas mit 30. Die Caran d'Ache Pablo. Man kann sie sehr, sehr fein anspitzen. Sie halten auch gut die Mine, sind für mich so eine Mischung zwischen Polychromo und Luminance. Allerdings blenden sie meiner Meinung nach nicht so gut, aber trotzdem sind es Stifte, die sehr gut Pigment aufs Papier legen und für mich deswegen auf Platz 3 bei detailreichen Bildern rutschen. Papier. Bei Papier sind die Prismacolor ganz klar auf Platz 1, wenn es nur ums Papier geht. Ich kann mit den Prismacolorn eigentlich so gut wie auf jedem Papier, das ich bisher besitze, malen. Das Blenden funktionierte bisher super. Überall, wo ich es bisher ausprobiert habe. Die einzige Ausnahme ist bei mir das neue Joanna Basford Buch World of Flowers. Da habe ich tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Prismacolor. Da arbeiten für mich die Faber-Castell Polychromos definitiv besser. Ja, also Platz 1 die Prismacolor, Platz 2 die Faber-Castell Polychromos, weil ich bisher auch selten ein Papier hatte, das für die Polychromos schwierig zu bearbeiten war. Blenden. Ja, bei Blenden gehen die Prismacolor bei mir definitiv auf Platz 1. Also sie verblenden so cremig und so einfach und so schnell, dass man wirklich wenig Schwierigkeiten hat. Allerdings kann man nicht so viele Schattierungen oder Farbübergänge oder Farben einbringen, wie man es manchmal gerne hätte, einfach weil das Papier schnell gesättigt ist, wenn man die Prismacolors benutzt. Deswegen kommt es bei mir bei dem Blenden auch wirklich drauf an, was ich blenden möchte. Ob ein kleines Motiv, ein großes Motiv, wie das im Endeffekt aussehen soll. Da muss ich ehrlich gestehen, sind die Polychromos und die Prismacolors bei mir im Moment gleich auf. Ich habe mit beiden gelernt, gut zu blenden. Ich kann mit dem Prismacolor genauso gut blenden wie mit dem Polychromo und umgekehrt. Allerdings brauche ich für die Polychromos ein bisschen mehr Zeit als für die Prismacolor. Ein bisschen mehr ist gut. Ja, eigentlich schon mehr Zeit als für die Prismacolors. Nichtsdestotrotz schaffe ich es mit den Polychromos bessere Effekte zu erzielen, einfach weil ich viel, viel dünner, genauer und präziser arbeiten kann als mit dem Prismacolor, die von vornherein sehr viel Farbe aufs Papier legen. Und bei den Polychromos kann ich Fehler im Blenden immer noch korrigieren, weil die Struktur von dem Papier noch nicht zerstört ist. Ja, auf Platz 3 bei den Blenden sind bei mir die Luminance. Ja, eigentlich die gleichen Gründe, die ich vorher schon genannt habe. Platz 4 sind die Caran d'Ache Pablos. Platz 5 teilen sich bei mir die Lyra und die Derwent Coloursoft. Es sind beide Stifte, von denen ich wenig Stifte habe. Ich glaube von jedem nur vielleicht 5 oder so oder 7,
weiß ich nicht genau. Allerdings, benutze ich sie relativ selten. Erstens, weil ich so wenig Stifte davon habe. Zweitens, weil ich noch nicht so ganz warm mit ihnen geworden bin. Die Derwent Coloursoft sind für mich ein bisschen krümelig und rau. Die Rembrandt Lyra Polycolor heißen die, sind für mich zu inkonsistent, was die Pigmentwiedergabe betrifft. Manche Farben geben sehr gut Pigment wieder, sind sehr cremig. Manche Farben sind ein bisschen kratzig und geben nicht so gut Pigment wieder und können schlecht verblendet werden. Da muss ich einfach noch ein bisschen mehr mitarbeiten. Die Stifte, die ich am wenigsten benutze, sind die Derwent Pro Color. Das sind die Stifte, die ich am wenigsten mag und am wenigsten benutze. Sie haben wunderschöne Farben. Ich liebe die Farbauswahl von den Derwent Pro Color. Das Design gefällt mir total gut. Sie liegen auch sehr gut in der Hand. Allerdings sind sie mir einfach zu hart. Ich kann sie nicht verblenden. Ich kann mit ihnen keine Farbe aufs Papier bringen. Ich mag sie einfach nicht. Ich versuche es immer und immer wieder in der Hoffnung, dass ich einfach ein Händchen für diese Stifte brauche, das ich noch nicht erlernt habe bzw. noch nicht besitze. Für die Polychromos musste ich auch erstmal warm werden. Ich mochte sie von Anfang an nicht so wirklich, aber je mehr ich sie benutzt habe, desto mehr mochte ich sie. Ich hoffe, das ist bei den Derwent Pro Color der gleiche Fall. Ich möchte sie mögen, weil ich die Farben toll finde und weil es einfach Stifte sind, die einem nicht wegbrechen, nicht wegkrümeln, die auch so meiner Meinung nach keine Macken haben, über die man sich beschweren kann. Aber sie sind für mich im Moment Stifte, mit denen ich nicht arbeiten kann. Ich verkaufe sie noch nicht. Ich hoffe, irgendwann mal erlerne ich die Kunst für die Derwent Pro Color. Die Derwent Drawing haben sehr, sehr schöne Farben, sind auch sehr, sehr tolle Stifte, sind sehr weich, cremig, den Prismacolorn sehr ähnlich. Ich finde sie toll, ich möchte sie auch mehr benutzen. Allerdings sind sie für mich ein bisschen zu dick. Weil sie so weich sind, malt sich die Spitze sehr schnell runter und ich muss ständig nachspitzen, was ich schade finde. Also es sind perfekte Stifte für große Flächen wahrscheinlich, für Hintergründe, für größere Bilder, wo die Details nicht so fein sind. Ich behalte sie trotzdem, weil ich sie wahrscheinlich irgendwann mal gebrauchen kann und ich die Farben einfach wirklich toll finde. Trotzdem sind es Stifte, die ich sehr wenig benutze, aber nicht aus den Gründen, dass ich sie nicht mag oder dass sie nicht gut blenden oder nicht gut malen, sondern einfach, weil sie ein bisschen zu dick sind für die detailreichen Bilder, die ich habe. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal die große Stunde, in denen ich sie verwenden kann. Ja, also ich weiß, viele werden enttäuscht sein, wenn sie dieses Video sehen, weil sie gehofft haben, alle Antworten zu bekommen, dass es nur eine super gute Stiftemarke gibt. Aber das ist nicht der Fall. Ich empfehle gerne die Prismacolor, weil ich finde, es sind sehr gute Stifte für Anfänger. Sie sind leicht zu blenden. Sie sind einfach weich, legen direkt gut Farbe nieder. Man hat eine sehr, sehr steile Lernkurve, meiner Meinung nach. Die Polychromos brauchen ein bisschen mehr Übung. Es war für mich auf jeden Fall so. Es ist ja auch wieder bei jedem so ein bisschen anders. Ja, es tut mir leid für alle, denen ich keine direkte Antwort geben kann, was die perfekten Stifte sind. Und mir ist auch bewusst, dass die Stifte, die ich hier habe, schon preislich in der gehobenen Klasse sind. Also sie sind teuer, sagen wir es mal so. Sie sind teuer, diese Stifte.
Nichtsdestotrotz bereue ich es nicht, sie gekauft zu haben. Ich benutze sie sehr, sehr gerne. Aber es hängt natürlich immer davon ab, was ich gerade male und in welchem Buch, mit welchem Papier, wie viel Zeit ich habe, um zu blenden und was ich blende. Und ja, es sind viele Faktoren, die da ineinander fließen. Deswegen ist es bei mir auch mittlerweile so, dass ich für ein Bild nicht nur die Polychromos oder nicht nur die Prismacolors benutze, sondern je nach der Ecke in dem Bild, wo ich gerade bin, benutze ich eben die Stifte, die dafür geeignet sind. Ja, das war's dann von mir für heute. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, immer her damit. Ich freue mich, von euch zu hören und ich hoffe, ich konnte wenigstens einigen ein bisschen weiterhelfen. Bis dann!